ein Mädchen. Oh, schön! Oh, ich freue mich immer. Das haben wir schon gewusst, Frau. Das haben wir schon gewusst. Die drücken Sie mal Ihren Mann, Frau Güter. Drücken Sie Ihren Mann. Eigentlich geht die Familienplanung wirklich niemandem was an. Gleichzeitig fühle ich mich von den Schlagzeilen komisch alarmiert. Sollen wir jetzt mehr Kinder bekommen oder eben gerade nicht, weil die Welt eh den Bach runtergeht? Einfach die Rüstungsbedrohung, zum anderen eben ja, die Umwelt. Wo soll ich hier noch ein Kind hinsetzen? Das klingt so, als hätten Krisen die Menschen schon immer von der Fortpflanzung abgehalten. Aber ist es wirklich so? Neben mir, das ist Ayla. Sie will keine Kinder und bald ist es sogar nicht mal mehr möglich. Sie lässt sich sterilisieren. Ich bin bei ihr zu Hause zusammen mit ihren Freunden Lito und Judy. Beide auch sterilisiert. Alle drei sind KlimaaktivistInnen und leben vegan. Also ihr habt euch auf jeden Fall alle drei gegen ein Leben mit Kindern entschieden, und zwar relativ radikal. Spielt da die Klimakrise auch eine Rolle? Also das ist jetzt nicht der Hauptfaktor, aber es ist schon ein großer Faktor. Also ich dachte mir, selbst wenn, also ich lasse mich jetzt sterilisieren, weil ich schon zu 99% denke, ich will keine Kinder. Aber selbst sollte der Kinderwunsch irgendwann in 10 Jahren kommen, was ich nicht glaube, dann wäre Klimakrise, Krieg, Pandemie auf jeden Fall ein Faktor, weshalb ich mir denke, so ist nicht schlimm, wenn man keine neuen Menschen auf die Welt setzt. Hättet ihr vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ihr ein Kind wollen würdet? Ich finde es eine voll spannende Frage, weil ich mir die noch nie gestellt habe, so. Aber ich glaube, also das ist das, was für mich das Thema auch so emotional macht. Dass ich halt nicht aus meinem Kopf rauskriege, diese Perspektive von dem Kind und in welche Welt dieses Kind halt reinkommt. Und ich mir halt denke, es ist so wahnsinnig egoistisch, einfach, dass ihr jetzt nur an euch, an diesen Wunsch halt für euch denkt, aber nicht an die nächsten 80 Jahre, in denen halt dieses Kind so verbringen wird. Also ich habe keine Lust, neue Menschen in diese Welt zu setzen, eben aufgrund, was da draußen alles passiert. Ich habe das Gefühl, manche Leute verschließen die Augen davor, verdrängen das einfach. Oder da ist auch dieses, man möchte halt so eine Mini-Me-Version von sich haben und das ist dann einem wichtiger. Aber genau wie du sagtest, man muss auch an das Kind denken, was eben auf diesem Planeten leben wird und wahrscheinlich noch 3 weitere Pandemien und Lockdowns und so durchleben muss. Tatsächlich gab es schon in den 80ern Menschen, die auch Sorge hatten, Kinder in diese Welt zu setzen. Ich kann meinem Kind einfach nicht garantieren, dass es in 15 Jahren, in 20 Jahren sichergestellt ist, dass es in einer warmen Wohnung sitzen kann, dass es genug zu essen haben wird. Ich glaube, das sind keine Aussichten, in die man ein Kind hineingebären sollte. Ich bin mir deshalb so unsicher, weil ich nicht richtig weiß, ob man denen das antun kann, überhaupt Kinder in die Welt zu setzen. Da wird die Umwelt vernichtet, da werden Kriege vorbereitet. Es wird alles darauf angelegt, die Welt zu zerstören. Und dann zu sagen, die Menschheit stirbt aus, weil die Frauen keine Kinder mehr wollen und mich sozusagen auch noch privat in die Verantwortung ziehen wollen, das kann ich überhaupt nicht teilen. Es gab also damals das Gefühl, dass Frauen fast schon eine gesellschaftliche Verpflichtung hatten, ein Kind zu bekommen. Ich selbst habe keine Kinder. Für mich schwingt bei den Meldungen aber auch heute mit, dass wir, also auch ich, mehr Kinder kriegen sollten. Trotz der vielen Krisen? Glaubt ihr, dass wirklich die Welt gerade so vor so einem Untergang steht? Oder gab es immer schon Krisen? Es gab ja immer schon Krisen, aber dass diese Extremwetterverhältnisse sich mehren, das ist ja wissenschaftlich bekannt. Also ich bin froh, dass ich relativ früh geboren bin und nicht mir irgendwie wie bei Mad Max das Wasser erstreiten muss in der Zukunft. Das ist natürlich jetzt eine krasse Dystopie. Ich habe mir gehört, dass jetzt schon jeder Dritte an Wasserknappheit leidet, also dass Wassermangel jetzt schon ein volles Thema ist. Und ich war schon mal unter der Dusche und dachte mir, boah, weiß das wertzuschätzen, dass du fließendes Wasser hast. Also es war wie so ein Flash-Forward-Moment, so als ob in der Zukunft eben ständig Wasserstreit herrschen würde. Ich glaube, was uns so aufwühlt ist, dass es das tatsächlich schon so lange gibt und nie genug gemacht wurde. Dabei ist das Archiv voll mit aktivistischen Bewegungen. In den 80ern waren manchmal mehr als 100.000 Menschen auf der Straße. Für den Frieden, aber auch für die Gleichberechtigung der Frauen, für die Umwelt, gegen Atomkraft setzten sich die Menschen damals schon ein. Kein Wunder, in den 80ern gab es auch echt viele Krisen.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. In der Bundesrepublik, schätzt man, haben sich zwischen 30 und 100.000 Menschen mit AIDS positiv infiziert. Das BRD-Parlament hat mit seltener Einmütigkeit dem NATO-Raketenbeschluss zugestimmt. Das massenhafte Absterben von Tannen im Bayerischen Wald hat das Umweltministerium in München alarmiert. Eine, die bei allen Themen vorne mit dabei war, ist Jutta Dittfurt. Sie ist heute 72 und sie war bei der Friedens-, der Frauen- und auch der Klimabewegung aktiv. Lauter großen Reden und ein bisschen freier Diskussion hinten dran. Ich treffe sie an der Friedensbrücke in Frankfurt am Main. Hier hat sie vor genau 40 Jahren in einer spektakulären Aktion gegen Aufrüstung protestiert, indem sie ganz pragmatisch diese Brücke zugemauert hat. In den Kammern sollten Sprengsätze im Kriegsfall mit der Sowjetunion die Brücke in die Luft jagen. Damals sah es so aus, als könnte aus dem Kalten Krieg ein richtiger Krieg werden. Und Jutta Dittfurt kämpfte hier für den Frieden. Aber auch von Osten nach Westen, über den Main rüber. Die Geburtenrate in den 80ern war ja mega tief. Glauben Sie, dass es auch an den bedrohlichen, unsicheren Zeiten irgendwie lag? Also es gab nicht die Stimmung quer durch. Das wäre ein Märchen, wenn jemand das... Es wäre eine vollkommene Mystifikation zu sagen, oh, da sind Raketen, oh, da sind diese und diese Lebensgefahren. Deswegen ist Apokalypse, deswegen kriegen wir keine Kinder mehr. Manche Leute reden heute so einen Quatsch. Es gab tendenziell, das wird sich jetzt überraschen, eher das Gefühl, dass man vorankommt und dass der Fortschritt, wenn auch mit Hindernissen und Hürdenläufen, im Prinzip weitergeht, dass die Welt besser wird. Obwohl es so viele Krisen gab? Ja, eindeutig. Weil es ja auch die Erfahrung gab, den Faschismus losgeworden zu sein. Es gab eine Angst vor Krieg wegen atomarer Drohung, ja. Und das hatte ja auch seine Gründe, weil die Generation vor mir, noch stärker als meine Generation, hatte im Kopf die Bilder von Hiroshima und Nagasaki. Und so gesehen gab es eine Furcht vor sowas, aber gleichzeitig gab es auch sozusagen Lust an großen Feten, an Festivals, an Musik, an Kunst und so. Das lief parallel und zeichnet einfach, wie widersprüchlich die Zeit war. Party und Feierei, auch das sind die 80er. Kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Kinder haben bedeutet erstmal unheimlich viel Verantwortung haben und also ich würde mich dann in meiner Lebensweise eigentlich auch unheimlich eingeschränkt fühlen. Auf jeden Fall möchte ich irgendwie wirklich das machen, wozu ich gerade Lust habe oder so. Und also so zu Hause mit dem Kind könnte ich mir nicht vorstellen. Ist etwa, wie oft behauptet, die Vergnügungssucht der Jugend schuld? Genau wie heute war jedenfalls in Westdeutschland die Geburtenrate in den 80ern auf einem neuen Tiefpunkt, nämlich bei 1,3 Kindern pro Frau. Gegen Kinder hat sich auch Jutta Dittfurt entschieden. Darf ich Sie fragen, warum Sie keine Kinder bekommen haben? Ich wollte von klein auf Malerin werden und Kunst und Politik machen. Als freie Form, nicht als angestellte Form. Heißt beides ein Leben zu führen, was ziemlich exzessiv ist. Entweder die Lebensform oder die. Und ich habe mich dann freudig für die Kunst entschieden und dann auch fürs politisch Aktivsein. Und man sah die Müttergeneration. Und die Müttergeneration, jedenfalls meine, schrubbte noch die Wäsche auf so einem Ribbelbrett, wo sie immer ganz wunde Hände kriegt in der Zinkwanne. Wenn man das Leben sah, Frau, die so lebte, kein Beruf, der Mann konnte bis 76 vorschreiben. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Die Frau hatte nach dem Gesetz nichts zu sagen. Wenn eine Frau sagt, ich habe Lust, 4 Kinder zu kriegen und das mal durchdacht hat, dann war der Rest des Lebens ziemlich weitgehend vorbei. Wegen der 3 Kinder hat sie ihren Beruf als Apothekenhelferin an den Nagel gehängt. Jetzt kommt sie nicht mehr in ihn zurück. Die fehlende Anerkennung ihrer Hausarbeit, sogar in der Familie, schmerzt sie. Hausfrau sein, das ist die eine Realität. Wenn die Frauen arbeiten gingen, wurde vieles noch stressiger. Die Haus- und Care-Arbeit kam bei vielen Müttern, auch bei meiner, nach einem langen Arbeitstag einfach noch obendrauf. Viele Frauen müssen berufstätig sein, mitverdienen und zum Lebensunterhalt beitragen, gerade weil sie Kinder haben. Denn die Kosten für ein Kind sind weitaus höher, als der Staat an Kindergeld, Steuernachlass und Beihilfen leistet. Würden Sie, wenn die Umstände anders wären, mehr Kinder haben wollen? Ja. Ja, ich auch. Ja, natürlich.
Ich bin der Oma. Ja, mehr Kinder. Ja, selbstverständlich. Unterdrückte Kinderwünsche, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das gab es damals schon. Heute noch krasser zum Beispiel in der Birth Strike Community, also der Gebärstreik Community. Die Gründerin Blaise Pepino und ca. 600 andere Frauen wünschen sich eigentlich Kinder, bekommen aber keine, weil die Welt durch den Klimawandel ihrer Meinung nach zu unsicher ist. It's fine to have kids, but what you need to recognise is they might not have a very long life. They might not have the kind of life that we expect, certainly in the developed and Western world, supposedly civilized world. Blaise Pepino will nicht missionarisch sein. Trotzdem bleibt bei mir irgendwie hängen, dass es moralisch verwerflich sein könnte, heute Kinder in die Welt zu setzen. Was sagt Jutta Dittfurt zu solchen Aktionen? Frauen sollten immer selbst entscheiden, ob sie Kinder kriegen, wann sie Kinder kriegen, wie viele sie kriegen oder ob sie keine. Und das ist ihre Entscheidung, die haben sie auch nicht zu rechtfertigen. Und wenn man das aber jetzt dreht und zu einer politisch-moralischen Position erhebt, dann weiß ich schon, weil ich das zu oft erlebt habe, dass das dann kippt und zu einer Anforderung für andere Frauen wird. Das heißt, diese Frauen, die so ticken, versuchen andere Frauen unter Druck zu setzen, ihr ökologisches Bewusstsein, ihr vermeintliches dadurch zu beweisen, dass sie sich unter Druck lassen und deswegen keine Kinder kriegen. Da ist nichts mehr mit Selbstbestimmung. Wenn sozusagen die Moral die politische Bewegung begründet, dann wird das immer ätzend. Selbstbestimmt Kinder bekommen, nicht für das größere Ganze. Eine private Entscheidung muss das bleiben. Die Sozialdemokratin Luise Zietz, an ihrer Seite Clara Zetkin und Rosa Luxemburg kritisieren mit dieser Haltung schon 1913 die Idee eines Gebärstreiks. Damals sollte die Verweigerung von Nachwuchs ein Druckmittel der Arbeiterklasse sein, zum Beispiel für höhere Löhne. Eine Idee von den Parteigenossen. Das Ding ist, die Einmischung in die Familienplanung hat in Deutschland Tradition. Seit dem 19. Jahrhundert haben Staat und Kirche das versucht. Die Nazis haben es auf die Spitze getrieben. Die Vorstellung einer angeblich überlegenen arischen Rasse war Kern ihrer Ideologie. Ihr seid Blut von uns, Fleisch von uns, Geist von uns. Ihr seid unseres Volkes Weiterleben. Was wir benötigen, das sind Knaben und Mädchen, die später einmal starke Männer und tapfere Frauen sein können. Die Zukunft, das meine Jungs und meine Mädels, das seid ihr. Sogenannte arische Frauen sollten so viele Kinder wie möglich bekommen. Dafür gab es dann das Mutterkreuz. Aber Kinder, die nicht als arisch galten, wurden ins Konzentrationslager gebracht und ermordet. Millionen jüdische Familien wurden ausgelöscht. Eine rassistische Bevölkerungspolitik, die mit einer zweifelhaften Rassenlehre begann und im Völkermord endete. Auch Sinti und Roma wurden verfolgt. Nur wenige entgingen der Deportation, aber um den Preis der Zwangssterilisierung. Ich wurde in der medizinischen Versuchsanstalt Westerwitz-Hochweitchen bei Döbeln sterilisiert. Und zwar mit der Begründung, dass wir asozial seien. Ich möchte sagen, dass mein Vater Kapellmeister war und meine Mutter Heimarbeit gemacht hat damals während des Krieges. Diese ganze Geschichte haben wir im Gepäck, auch wenn wir über die Geburtenrate sprechen. Nach dem Nationalsozialismus ist die Geburtenrate im Keller in Deutschland. Im Krieg starben Millionen. Auch viele, die Hitler vorher noch als Zukunft des Landes bezeichnet hatte. Aber die Geburtenrate holt auf. Nachholeffekte. Auch weil überlebende Soldaten aus der Gefangenschaft zurück sind. Hauptantrieb aber das Wirtschaftswunder im Westen. Es gibt genug Arbeit und gutes Geld. Das Ergebnis? Die Boomer oder Babyboomer, wie sie früher genannt wurden. 1964 ist der Höhepunkt. 1,36 Millionen Babys werden geboren. Nach dem Babyboom in den 60ern ging es mit der Geburtenrate in den Keller im Westen. Warum das in der DDR anders war, das erfahrt ihr unter anderem im ganzen Film in der ARD-Mediathek.